Der Kuchen ist aber lecker, Ella, danke schön. Und nochmal herzlich willkommen im Team. Möchtest du keinen Kuchen? Nee, danke. So ist es mehr für euch. Es wird eine lange Nacht heute. Aber warum ausgerechnet heute? Kannst du sowas nicht früher sagen? Was, wenn ich heute ein Rendezvous hätte? Ich habe dir rechtzeitig Bescheid gesagt. Du erinnerst dich, dass das FBI mich kontaktiert hat? Aber das war vor einem Jahr. Ja, exakt. Und ich habe mir in dem Jahr auch nicht nur die Eier geschaukelt. Ich durfte bloß bisher nichts sagen. Also dem FBI, sagen wir mal, ist es wichtig, dass wir ihm beim weltgrößten Botnet ein wenig unter die Arme greifen. Botnet? Das klingt doch so wie Skynet aus Terminator. Ist aber eher wie aus Homeland. Dein Computer könnte ein Schläfer sein und wartet auf Befehle. Wenn aber der richtige Befehl kommt, verwandelt er sich in eine Spam- oder Virenschleuder, ohne dass du es merkst. Das FBI hat mich jedenfalls kontaktiert, weil sie Hilfe brauchen beim Auslöschen eines Botnetzes. Klingt spannend. Klingt nach Brutkasten? Ja, nicht so voreilig. So ein Botnet kannst du nicht einfach in den Papierkorb verschieben. Wir müssen systematisch vorgehen. Das FBI kam auf mich zu, weil wir es mit einer neuen Generation von Botnets zu tun hatten. Herkömmliche Netze hatten eine zentrale Struktur. Der Botnetz-Master sitzt in der Mitte und zieht die Fäden. Schaltest du ihn aus, schaltest du auch alle Zombie-Rechner aus. Einfaches Spiel. Das Game-over-Zeus-Netz ist anders. Dezentral organisiert. Jeder Computer im Netz kann sowohl Befehlsempfänger als auch Befehlsgeber sein. Um jetzt den Strippenzieher ausfindig zu machen, mussten wir das gesamte Netz kartografieren. Die haben sich also von Peer-to-Peer-Netzen inspirieren lassen? Peer-to-Peer, kriegst du da nicht die Filme für mich her? Das macht man heute nicht mehr über Peer-to-Peer. Also ich find's intelligent. Na, ist doch cool, oder? Wird man ja wohl noch sagen dürfen über kriminelle Ideen. Ohne zentralen Botmaster kann keiner mit einer einzigen Aktion das Botnetz ausschalten. Dank der Kartografierung haben wir ein vollständiges Bild von dem Botnetz. Alles ist mit dem FBI koordiniert. Heute Nacht kann unser Angriff starten. Ich leg euch dann schon mal die Nummer vom Pizzadienst raus. Erinnerst du dich jetzt wieder an unseren Plan? Ich hoffe, du hast Talent als Schauspieler. Ella, wir müssen zusammen eine Reihenfolge ausarbeiten, in der wir die Bots angreifen, damit der Botmaster möglichst spät erst mitbekommt, dass wir Teile des Netzes übernehmen. Wir müssen aus der untersten Ebene anfangen. День добрый. Некто Николай беспокоит. Да, мы с вами уже говорили. Я бы хотел воспользоваться вашими услугами. Да, как договаривались. Хорошо. Спасибо. До свидания. Das Problem ist also, dass die Bots in Game Over Zeus durch ihre Peer-to-Peer-Struktur dynamisch die Rollen tauschen. Ein Bot ist nicht immer Teil desselben Subnetzes, sondern die Zugehörigkeiten ändern sich ständig. Ja, genau. Also. 85% der Rechner im Botnetz sind sogenannte Zombies, die Befehle erhalten und ausführen. Diese Zombies kommunizieren mit Proxys, von denen sie ihre Befehle erhalten. Diese Proxys wiederum kommunizieren mit Backend-Proxys. Davon gibt es zu viele, als dass wir sie kontrollieren könnten. Was wir jetzt machen sollten, ist die Bots zu isolieren, dass sie nur noch mit sich selbst und mit uns
kommunizieren. Aber erstmal müssen wir die Bots erkennen. Woher wissen wir denn, welcher Rechner im Internet ein Bot ist oder ein Proxy? Oder nur jemand, der sich gerade seine E-Mails abruft? Mhm. Für die Kartografierung haben das FBI und ich Honeypot-Rechner infizieren lassen. Altes Windows, keine Sicherheitsupdates, so wie bei euren Eltern vermutlich. Dadurch haben wir einen ziemlich guten ersten Überblick erhalten. Das Netz ist gigantisch und es ist fest in der Hand von russischen und ukrainischen Hackern. Und um den Rest habe ich mich gerade gekümmert. Ich habe Teile des Botnetzes, sagen wir mal, gemietet. Und von einem gemieteten Rechner wissen wir, dass er Teil des Botnetzes ist. Dann analysieren wir, mit welchem Proxy er kommuniziert und hangeln uns so zu weiteren Knoten in dem Botnet. Aber wenn doch jeder Bot zum Proxy wird und umgekehrt, wie nageln wir denn dann die Proxys fest? Eigentlich ist das alles noch viel schwieriger. Jeder Bot berechnet wöchentlich 1000 Proxy-Domains, mit denen er verschlüsselt kommuniziert. Das heißt, das komplette Netz ändert sich jede Woche. Deshalb ist unser Timing so wichtig. Das scheint ja fast unmöglich. Vergesst nicht, wir haben das FBI auf unserer Seite. Schickt mir bitte noch ein Update mit den Internetadressen aller Bots und Proxys, die wir bisher kennen. Heute Abend können wir dann loslegen. Ich habe Nachschub geholt. Licht aus. Was ist denn das? Das ist die Takedown-Message für die Bots. Das Botnetz hat eine Schwachstelle in seiner Verschlüsselung und mit dem Skript nutzen wir sie aus und senden allen Bots den Befehl, nur noch mit uns zu reden. Dadurch zerstören wir die Kommunikationswege. Und es geht los, sobald ich dem FBI das Startsignal gebe. Aber jetzt erstmal Licht aus hier. Operation Sahara has started. Over. Over? Seriously? Wow, das ging ja schnell. Die Amis haben die Proxys bereits identifiziert. Schnell, nutzt jetzt die Schwachstelle in der Verschlüsselung, um den Proxys die Takedown-Message unterzuschieben. Skript ist hochgeladen und wird ausgeführt. Die Proxys updaten jetzt ihre Kommunikationspartner und werden nur noch uns als Partner finden. Ella, die gesammelten IP-Adressen müssen wir ans FBI schicken. Die informieren dann die Provider. Nikolai, suche den Kommunikationsdaten nach einem Rechner, mit dem viele reden. Das ist unser Backend-Server. Habe ich hier was? Ist da was? Operation Sahara has found the Hyrax. IP address is 195.208.24.94. Take it down. Now. Wir könnten uns eigentlich ein bisschen die Zeit vertreiben, während wir hier warten. Klingt, als hättest du was Bestimmtes vor. Naja, wir haben jetzt die IP-Adresse des Striptease-Tiers. Strippenzieher heißt es. Ah. Ach, Siane hat vergessen, ein Windows-Update für seinen Webcam-Treiber einzuspielen. Ihr wollt jetzt nicht wirklich... Doch, doch. Alright. Over. Warum over? Es ist immer noch kein Walkie-Talkie. Sie hatten eine Vermutung, wer dahinter steckt, und wir haben Ihnen die Beweise geliefert. Schnell, zeig mal wieder die Webcam. Okay, Sie haben jetzt Zugriff. Sende Ihnen den Takedown-Code. Und jetzt? Das war's. Wir haben den Master und die Bots und Proxys kommunizieren dank unserem Skript nur noch untereinander und mit uns. Wie ist der Status? Bei 37% mittlerweile. Boah, das kann dauern.
Yes? Alright. Operation Sahara completed successfully. Pleasure working with you, sir. Ach, ihr seid immer noch hier. Konstantin, die zwei Herren von Siemens warten schon auf dich. Kommst du? Ja, ich komme. Okay, danke. Dann feiern wir jetzt also nicht? Für solche Erfolge gratuliert einem niemand. Ach so, formatiert alle Festplatten, ne? Same shit, different day. Wisst ihr Bescheid?